Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so an Infos für mich mitgibt, für euch, für uns. Ja, so fühle ich das heute auch. Irgendwie ist so eine Stillstandsenergie. Man versucht, die Dinge klar zu sehen. So. Unterm Deck haben wir, dass wir einen Weg eingeschlagen haben, wo wir gedacht haben, das sei der richtige. Und im Prinzip ist es jetzt irgendwo eine Herausforderung. Man spürt vielleicht, es gibt eine bessere Richtung, dass Veränderungen auch notwendig sind. Aber man weiß nicht so richtig, ne? Man ist so am Überlegen. Und deshalb passt die Karte hier ganz gut. Da ist Unterbrechung, ne? Da ist ein Moment Pause. Man hat Zeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Man guckt hinter die Kulissen, man überdenkt die Pläne. Und man kann hier aus seiner Einzigartigkeit das Beste mitnehmen für die Pläne. Das passt auch, ne? Wenn wir hier etwas angefangen haben oder gedacht haben, das ist gut so. Und hier kommt der Moment, wo man das bilanziert und denkt, dann darf man hier schon mal überlegen, wo man etwas Altes verabschieden möchte, wo man etwas Neues kriegt, eine neue Richtung. Irgendwie hat man vielleicht auch das Gefühl, man braucht eine sinnvolle Aufgabe oder es mangelt irgendwie an sinnvollen Dingen. Und es geht natürlich darum, Veränderungen vorzunehmen, die unseren Herzenswünschen entsprechen. Und wir haben hier nochmal das Loslassen. Hier geht es mehr um die Vergangenheit, um Dinge, die wir in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben. Ein Ende, das einen Neuanfang ankündigt. Und da hat man schon so ein bisschen die Denkweise auch verändert, ne? Oder man verändert sein eigenes Leben, wenn man seine Denkweise mit verändert. Schauen wir ein bisschen näher. Ich bin schon wieder so nasal. Ja, das Leben ruft uns auf den Plan. Der Baum ist eben auch die Eigenschaft, etwas ist langwierig, etwas ist langweilig. Ich meine, einerseits steht der Baum halt und durchlebt seine Jahreszeiten und das immer wieder. Andererseits steht er halt und steht und steht, ne? Es ist vielleicht so, dass wir solche Prinzipien haben, denen wir schon ewig treu sind, ne? Dass wir so Werte haben und dass viele von uns sind ja auch so gepolt, dass sie, wenn sie was anfangen, dann ziehen sie das durch. Und wer sagt das, dass man das muss? Ne? Man muss seinen Prinzipien nicht immer treu bleiben. Man kann auch mal eine Denkweise verändern oder verabschieden. Möglicherweise ist es so, dass wir hier sehr viel nachdenken, auch über unser Umfeld oder über den Teil, bei dem wir investieren. Andererseits braucht man irgendwie ein neues Wachstum. Ja, man möchte eine neue Erfahrung machen, man hält sich vielleicht auch irgendwo sehr bedeckt in vielen Dingen. Möglicherweise braucht etwas Bildung oder eine neue Info. Ich habe so das Gefühl, dass man im Unterbewusstsein hier schon lange weiß, dass man irgendetwas neu konstruieren muss. Dass die Info verfügbar ist, dass man sie aber wegdrängt.
Hier haben wir ja die Karte klar sehen und hier haben wir, dass in der Vergangenheit vielleicht Zeiten waren, wo wir eben gar nicht klar gesehen haben, sondern wo wir irgendwo im Nebel standen, wo sich etwas nicht gezeigt hat. Und es kann ja auch sein, dass man sich bei etwas durchboxen muss oder ja, dass man diskutiert, ne? Was für alle Beteiligten die optimale Lösung ist. Und dann haben wir hier den Neubeginn in unserem eigenen Haus. Vielleicht können wir im kleineren Bereich irgendwie etwas drehen und wenden oder neu beginnen, neu dazulernen. Ja, hier scheint irgendwas eine Last, eine Bürde zu sein. Ich habe keinen Platz. Möglicherweise sind es hier auch so, ich habe ja hier gesagt, hier ist lauter männliche Energie. Ne? Man gibt sehr viel, man hat vielleicht ein Vaterthema, man hat das Umfeld so als fordernd auch mit dabei oder als, dass es viel Kraft kostet, dass wir nach außen vielleicht auch so wie der scheint, der immer viel gibt, der viel Kraft hat, dem man vertrauen kann. Und ja, du gibst irgendetwas und dann wird es gefordert und hier wird es zum Konflikt. Und das darf sich verabschieden. Ne? Man hat hier dieses Gefühl, diese Bürde oder diese Last, die ich hier trage, die geht nicht weg. Man hofft vielleicht auch, dass das Schicksal irgendwo eingreift, aber wir dürfen hier loslassen. Ne? Einen Glaubenssatz, ein Muster, ein Thema, das uns mit in die Wiege gelegt wurde. Ja, komm. Wir wollen eine letzte Karte. Das kann im Prinzip hier ein ganz neues Kapitel sein, ne? Dass man hier beginnen will, bei dem man noch mit sich im Konflikt ist oder denkt, das, was ich vorhabe, bringt vielleicht alle aus der Komfortzone raus. Aber es geht hier um emotional ausgeglichen zu sein, Dinge tun, die die Seele liebt, Entscheidungen zu treffen, die verbindlich auf einen guten Weg auch so führen, dass wir uns emotional einig sind mit uns selbst. Das können ja Themen sein, da grübelt man rum oder man verliert das Vertrauen ins Leben oder man hat die Abendstunden, wo man viel Intuition auch verspürt, aber man drängt sie halt weg. Mit dem Mond haben wir hier im Prinzip am Ende, dass wir auch eine neue Phase beginnen, dass ein emotionales Schattenthema hier präsent ist und dass es Zeit ist, dass wir uns da durchsetzen, um emotional auch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Es ist so wie ein Konzept, das man mal gewählt hat, ist ausgelutscht, hat keine Freude mehr dran, so weiterzumachen. Ich habe jetzt hier keinen speziellen Bereich. Können partnerschaftliche Dinge sein, kann das Lernen betreffen, das Leben an sich. Und es wird hier einfach gesagt, im Prinzip ist hier die Geschenksenergie dabei, mit der wir zwar verzögert oder noch mit Geduld nach vorne gehen können, aber es wird dann auf dem längeren Weg einfach dienlich sein. Ne? Hier ist ein Geschenk, das uns langfristig hilft, weiterzukommen, ein
eine Kurskorrektur so, dass sie eben nicht nur für morgen reicht oder für übermorgen oder für ein paar Monate, sondern schon über längere Zeiträume. Manchmal übersieht man auch die Geschenke, die um einen rum sind, ne? Obwohl das Wissen verfügbar ist oder das, was man tun könnte, wird gerne gedeckelt oder weggedrückt. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Es macht mich ein bisschen nachdenklich, aber dafür ist es ja da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.